Herzlich willkommen zurück zur Network Marketing University. Schön, dass du wieder da bist, also welcome back oder herzlich willkommen, wenn du das erste Mal eine Folge siehst. Worum geht es hier? Es geht ja darum, dass du Tipps bekommst für dein Geschäft, für dein Network Marketing Unternehmen. Wie kannst du es erfolgreicher gestalten, besser machen, wie kannst du schneller vorankommen, wie schaffst du, in einen höheren Level zu kommen. Beim letzten Mal habe ich dir ein bisschen etwas erzählt über das Thema Coaching, warum es gerade beim Anfang an so wichtig ist, dass du immer Begleitung hast. Erinnern wir uns nochmal, speziell in den ersten 6 Wochen, ich möchte das ganz nochmal betonen, in den ersten 6 Wochen ist es gut, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich begleitet, einen Coach, einen Mentor, der dir hilft, immer dann, wenn du zu hoch motiviert bist, aber dann trotzdem irgendwie zu müde bist, die Bequemlichkeit zuschlägt, der innere Schweinehund oder wenn dann ganz einfach eines passiert, dass du vielleicht im Stress bist, dass du Sorgen hast, dass du mit dem Haushalt nicht fertig wirst oder mit deinen beruflichen Dingen, die du erledigen musst, nicht fertig wirst oder zu wenig Zeit hast für die Kinder oder was auch immer, dann brauchst du einfach jemanden, der dir jetzt hilft, über das drüber zu kommen, über diese Komfortzone, über diese Stresszone hinauszukommen und es dann doch zu machen. Da kann dir ein Coach helfen, speziell in den ersten 6 Wochen. Aber ein Coach hilft dir nicht nur dann, ein Coach hilft dir vor allem dann auch, wenn du schon länger im Geschäft bist, der hilft dir fast immer im Leben. Die meisten Menschen brauchen, erinnern wir uns daran, was ich letztes Mal gesagt habe, wir brauchen einen zweiten, der uns das rausholt, was in uns drinnen steckt. Was ist damit gemeint? Schau, wir haben immer unterschiedliche Situationen im Leben und stell dir vor, du gehst ins Fitnesscenter, machst Sport. Du hast dir vorgenommen, Sport zu machen, du trainierst auch fleißig, du hast diese ersten 6 Wochen geschafft, du gehst wirklich regelmäßig. Aber es ist eine ganz ehrliche Frage. Gehst du wirklich an deine Grenze, an dein Limit? Manchmal würdest 10 Klimmzüge schaffen. Was denkst du, wo ist das meiste Muskelwachstum? Bei welcher Wiederholung? Genau, bei der 11. Aber die 11. Wiederholung magst du vielleicht alleine nicht, weil du Sorgen hast, weil du Ängste hast. Ich möchte ein Beispiel geben. Machen wir es vielleicht genauer. Stell dir vor, du würdest in ein Fitnesscenter gehen und du möchtest abnehmen. Und du gehst hin und hast kein klares Ziel. Du sagst nicht 10 Kilo bis in 10 Wochen zum Beispiel, sondern du gehst hin und sagst, ich möchte was abnehmen, möchte besser werden. Die Chance, dass du erfolgreich wirst, ist relativ gering, weil du kein klares Ziel hast. Wenn du ins Fitnesscenter gehst, du hast ein klares Ziel, zum Beispiel 10 Kilo in 10 Wochen. Aber du hast keinen Plan, wie man das macht. Dann ist es sehr, sehr schwer, weil du nicht genau weißt, wie und du wirst irgendwas probieren, aber die Erfolgschance ist gering. Wenn du ins Gym gehst, du hast ein klares Ziel, du hast einen Plan. Und da steht dann drauf, was du machen sollst, welche Übung, wie viele Wiederholungen, ist das natürlich sehr, sehr erfolgsversprechend. Aber du gehst trotzdem nicht an deine Grenze. Du gibst nicht alles, du gehst nicht an 100%, du gibst vielleicht 80, 90%. Stell dir vor, du machst Bankdrücke, das ist eine Übung für die Brustmuskulatur. Und ja, du magst, da steht 10 Wiederholungen und du spürst bei der 9., es schmerzt ein bisschen, es ist anstrengend. Du probierst dann noch die 10. und das geht so mit aller Mühe noch. Du denkst, der eine würde noch gehen, aber ich bin nicht sicher, habe Angst, dass mir dann das Gewicht auf der Brust liegen bleibt. Was magst du? Du hörst auf. Du gehst das nicht an eine Grenze. Aber stell dir vor, du hättest jetzt einen Coach, einen Trainer, der sagt, komm, einer geht noch, eine Wiederholung schaffst du noch. Und du hast aber keine Angst, weil er hinter dir steht. Es kann nicht schief gehen, er wird dir helfen, falls das Gewicht wirklich zu schwer sein sollte. Du hast also jetzt jemanden, der dich unterstützt, jemanden, der dich antreibt, der dir noch vielleicht eine Wiederholung aus dem Körper rausholt, der dir noch eine Übung gibt, die dir besonders hilft. Jemand, der also dir hilft, deine Grenzen zu erweitern. Für mich ist das das Beste, was ich im Leben kennenlernen konnte. Immer dann, wenn ich einen Coach habe, immer dann im Sport, auch im Berufsleben, im Network Marketing, immer dann, wenn ich jemanden begleite, der holt aus dir mehr raus, als du selber geben würdest. Der hilft dir, über deine Grenze zu gehen, über deine Komfortzone, deine Bequemlichkeit. Und das ist der Grund, warum wir immer einen zweiten brauchen, der uns das rausholt, was drinnen steckt. Botschaft also an dich. Such dir einen Mentor, such dir einen Coach, such dir jemanden, der in deinem Geschäft, der in dem Sport, in allem, was du immer vorhast im Leben, ein Stückchen weiter ist als du. Nimm dir einen Personal Trainer für dein sportliches Vorhaben, nimm dir einen Coach für dein berufliches Vorhaben, für dein Geschäft, das du aufbauen möchtest. Such dir jemanden, der dir hilft, über deine Grenze zu gehen. Dann wächst du, dann kommst du dorthin, wo du wirklich hin willst. Das schafft den Erfolg, den du möchtest. Viel Erfolg beim Umsetzen. Ich halte ganz fest die Daumen, dass dein Geschäft, dein Vorhaben, dass das gelingt. Denke mal daran, ein Coach bringt dich weiter, als wenn du es alleine machst. Toi, 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 wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.